Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es um die For-Each-Schleife. Letztes Mal hatten wir uns diese For-Schleife angeguckt und vielen Leuten war das immer noch zu kompliziert. Das ist ja eigentlich schon eine Vereinfachung oder eine Verschönerung der While-Schleife, aber vielen hat das immer noch nicht gereicht. Das war immer noch so ein bisschen nicht so intuitiv, wie man es gerne hätte. Und deswegen gibt es in vielen Programmiersprachen, leider nicht in allen, die sogenannte For-Each-Schleife. Und eine For-Each-Schleife benötigt dringend ein Array oder eine Liste, sonst ist die komplett bescheuert und macht überhaupt keinen Sinn zu benutzen. Aber oftmals wird sie einfach For-Each genannt. Und jetzt kommt's, wir müssen hier drin nicht mehr irgendwie sagen, int bla 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 und dann greifen wir auf das zu. Nein, wir sagen einfach nur, zum Beispiel, wir haben ein Array aus Integern. Dann sagen wir hier int Element in mein Array und schon sind wir durch. Also das ist quasi alles, was wir hier reinschreiben müssen. Und was dann passiert, ist folgendes. Hier drin haben wir in jedem Schleifendurchlauf das nächste Element angefangen bei dem ersten Element in meinem Array und wir fangen einfach von links an und laufen langsam aber sicher durch dieses komplette Array durch. Das heißt, was ich jetzt hier mache, ist einfach nur print Element. Fertig. Und dieses Element ist im ersten Durchlauf meiner Schleife ist es 42, das heißt, ich gebe 42 aus. In meinem zweiten Durchlauf, also wirklich danach, ist es 1337. Das heißt, ich gebe das wiederum aus. Wieder danach ist es 42 und so weiter und so fort. Das heißt, es wird jedes Mal diesem Element ein neuer Wert zugewiesen. Und zwar der in meinem Array drin steht. Also quasi einmal ganz langsam, schön brav durchgelaufen. Und der Variablenname ist immer derselbe. Das heißt, ich muss nicht irgendwie auf was anderes jetzt zugreifen mittels meinem Zählarray, mit meinen Zählintegern oder sowas, sondern ich habe einfach wirklich immer über den Element-Integer immer dieses Element aus dem aktuellen Durchlauf in der Hand, kann damit irgendwas machen. Das funktioniert auch super, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Strings arbeite. Das heißt, ich habe hier einfach String und sagen wir mal, wir machen hier einfach, Achtung, das ist jetzt, das ist gut, dass ich euch das sogar noch zeige. Das ist jetzt ein String, das ist keine Zahl mehr, weil ich diese Anführungsstriche drumherum gemacht habe. Das bedeutet, das wird nicht mehr als Zahl interpretiert, sondern als zwei Characters, sprich einmal Character 4 und einmal Character 2. Das ist ein Riesenunterschied, weil es nicht mehr, also ich kann nicht mehr plus damit rechnen, ich kann auch nicht mehr geteilt durch damit rechnen, ich kann gar nichts mehr damit rechnen, außer das, was ich bei einem String machen kann. Aber ich kann dafür die Sachen machen, die ich mit dem String machen kann, wie zum Beispiel es in der Hälfte auseinanderschneiden und dann habe ich die 4 in der Hand und dann die 2 oder solche Dinge. All das kann ich dann damit machen. Genau, hier schreiben wir vielleicht mal was anderes hin, und zwar Test, nein Quatsch, wieso Test? Dieses Tut ist geil. Gut, perfekt. Genau so soll es sein. Hier hinten dran fehlt übrigens das Semikolon, aber macht nichts. Weil wir hier eh keine richtige Sprache zur Hand haben. Und ja, was jetzt ausgegeben werden würde, ist als allererstes mal 42. Dann als nächstes dieses. Dann wiederum, Achtung, wir haben hier tatsächlich kein Leerzeichen mit ausgegeben. Das heißt, es würde theoretisch alles zusammengeschrieben werden oder in neue Zeilen, je nachdem, was eure Programmiersprache macht. Also dieses Tut ist und geil. Perfekt. Das heißt, wir kriegen einfach jedes Mal ein anderes Element in die Hand und können das easy benutzen und weiter handhaben. Und wir müssen uns nicht mehr irgendwie drum kümmern. Hier muss jetzt natürlich dann ein String stehen und es ist kein Integer mehr. Also das heißt, hier muss immer der Typ angepasst werden. Aber die For-Each-Schleife findet ihr häufig in schwach typisierten Sprachen. Das bedeutet, ihr müsst überhaupt kein Element, keinen Typ angeben, müsst einfach nur Variable vorne dran schreiben und schon habt ihr es quasi so, wie ihr es braucht. Das heißt, es wird automatisch erkannt, aha, in meinem Array sind nur Strings drin und ich habe hier jedes Mal einen String in der Hand. So läuft das im Prinzip und ja, das ist sehr angenehm und das war es eigentlich auch schon. Es ist so einfach, dass wir jetzt schon fertig sind. Perfekt. Das heißt, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.